Hey du und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge KLUW. Hey, ich sag dir, es ist insane. 19. April. Unser Team kommt nicht darauf klar. 8240 Abonnenten. Du spinnst. Du spinnst. OMG. Es ist so viel neu. Es passiert gerade mega viel. Ich weiß gar nicht, wie ich mit euch kommunizieren soll, weil wenn ihr ein Video seht, dann sind die Abos noch so gewesen, und beim nächsten Video sind sie so. Ich muss da wirklich noch eine Lösung finden. Wenn du eine Lösung hast, schreib es doch bitte unten in die Kommentare. Mein erster Gedankengang ist jetzt, ich sage euch einmal, welches Datum wir haben, von dem wir die Folge aufnehmen, dass ihr es euch ein bisschen mehr vorstellen könnt, wie wenn ich zu euch rede. Heute ist der 19. April und eben, wir haben 8240 Abonnenten. Es läuft brutal dank dir, weil du schaust, weil du klickst, weil du fleissig Daumen geben, ja, ich bin immer noch ein bisschen durcheinander. Hey, kommen wir mal gerade zum Punkt. Heute habe ich hier für dich Michelle. Michelle ist eine Mami. Michelle ist 25 und ja, sie hat vor, wenn ich richtig rechnen kann, 2 Monate ihr erstes Kind bekommen. Für viele Leute ein absoluter Traum. Für mich ein absoluter Albtraum. Ich, jetzt Papi, auf keinen Fall. OMG, ich könnte es nicht. Und darum habe ich gefunden, hole ich sie mal dahin zum heißen Stuhl. Frage sie aus für dich. Vielleicht ist das ein oder andere dabei, wo du lernen kannst. Wo du vielleicht, weil du auch eine junge Mutter bist, mitnehmen kannst, ausprobieren kannst. Ich bin mega gespannt. Aber lassen wir doch gerade mal rein, was sie zu erzählen hat. Hallo zusammen, ja, ich bin Michelle, wie ihr gehört habt, ich bin 25, Mami von einem 2 Monate alten Sohn. Und ja, ich bin da, weil der Maui hat mich gefragt in Bezug zu Geburt und Schwangerschaft so ein bisschen. Ja, und jetzt hocken wir da. Ganz wichtig noch, bevor wir mit dem Podcast loslegen. Ich weiß, ich laber schon wieder mega viel. Chill. Unser Sponsor Inki, unten in der Bio, ist sie einmal verlinkt, verlost 2-mal 300 Franken Gutschein für Feinline-Tattoo. Weiter, wow. Das ist nicht für uns. Keine Ahnung, wo ich hinfahre. Sie verlost 2-mal 300 Franken Gutschein für Feinline-Tattoo. Was ihr machen müsst, wie das Ganze abläuft und alles, zeigt euch die Inki jetzt gerade kurz in einem Video. Herzlichen Dank, lieber Maui. Mein Name ist Inki, ihr kennt mich vielleicht bereits vom KLUW Podcast oder auch als Tätowiererin eures Vertrauens. Es freut mich riesig, in Zusammenarbeit mit dem Alcantara Atelier und dem KLUW Podcast direkt 2 Tattoo-Gutscheine im Wert von 300 Franken zu verlosen. Teilnehmen ist ganz einfach. Ihr müsst lediglich einmal den KLUW Podcast auf YouTube abonnieren, auf Instagram folgen, sowie meiner Wenigkeit Inki van Bentum auch einmal auf Instagram folgen, wie dem Alcantara Atelier Tattoo Studio. Wenn ihr gewinnen möchtet, kommentiert auch unbedingt auf einer der Plattformen, warum du diesen Gutschein gewinnen musst, und dann seid ihr automatisch im Lostopf mit dabei. Ich wünsche ganz viel Erfolg und wer weiß, vielleicht sitzt du schon ganz bald hier bei mir auf diesem Tattoo-Stuhl und wir erfüllen gemeinsam deinen Tattoo-Wunsch. Hoi Michelle. Hallo Maui. Schön, bist auch du wieder da. Hey, Michelle, ganz kurz, ich muss noch kurz. Du denkst ja wahrscheinlich, was ist das für ein Intro, null Struktur? Hey, ich muss mich auch noch finden. Das ist für mich neu. Ich habe noch nie 8240 Leute unterstützen das, was wir hier machen. Das ist ein geiler Monatslohn, Mann. Stell dir mal vor, du hast 8240 Franken. Das ist viel. Darum bitte, gönnt uns ein bisschen, wenn noch ein bisschen so Sachen noch nicht ganz klar sind oder noch nicht so gut laufen. Ich bin selber noch ein bisschen voll durch den Wind. Michelle ist eher so der Ruhepol. Das ist gerade sehr gut für mich. Danke viel mal. Danke viel mal, bist du heute da, Michelle. Mega spannendes Thema. Und bevor ich jetzt dich wieder voll labere, legen wir doch mit dem Thema los. Du bist Mami, Michelle. Ja, richtig.
Wie geht es dir als Mami? Wie war das, wo du da den Schwangerschaftstest und dann da positiv... Ich würde heulen. Ich könnte das nicht. Nicht jetzt. Komplett falscher Zeitpunkt. Erzähl, was ist ab dort passiert, wo du das gesehen hast? Wow, da wächst etwas jetzt in mir. Das war so unvorstellbar. Also, es ist so ein Moment, so, wo man gar nicht so beschreiben kann, weil wir haben uns das ja gewünscht. Und ich weiss nicht, wie tief ich jetzt auch in den Podcast reingehen darf, in Bezug auf Spiritualität, sagen wir es mal so. Aber eben, wir haben uns das eigentlich gewünscht. Und dann, genau am 18. Februar vor einem Jahr, haben wir auf einmal so eine Seele gespürt, die uns besuchen gekommen ist. Und seitdem haben wir dann beide so krasses Elterngefühl bekommen. Und irgendwie hat das nicht mehr losgelassen, weil vor dem Zeitpunkt, also ich habe schon immer mir ein Kind gewünscht, aber vor dem Zeitpunkt habe ich mir jetzt nicht gedacht, boah, ich will jetzt gerade Mami im nächsten Jahr oder so. Und dann, seit aber die Seele uns besuchen gekommen ist, hat sich das Gefühl mega geändert. Und ja, und dann ist es auch gerade eingeschlagen. Und ich habe es zuerst gar nicht gecheckt oder realisiert. Mein Mann hat vermutet, dass ich schwanger bin. Und er hat schon voraus Schwangerschaftstest gekauft. Und er hat aber nie gesagt, nicht, dass ich noch Paranoia oder so schiebe, oder? Und dann habe ich aber meine Tage nicht bekommen. Und dann habe ich Paranoia geschoben. Und dachte, ja nein, also, komm, jetzt müssen wir schon einen Test machen. Es war morgen um 5 Uhr und ich konnte nicht mehr warten. Und dann haben wir einen Test gemacht. Und ich konnte nicht in dem Raum sein, ich musste weg. Ui, nein. Und dann hat er auf den Test geschaut und, ja, und dann war er positiv. Und dann schaute er mich so an und ich so, nein, gell. Und er so, du bist schwanger. Und ich so, was? Nein, sicher nicht. Ich so, oh mein Gott, ja, mega krass. Mega also, schön. Mega ja, krass. Man checkt es gar nicht, dass das einfach so ein kleiner Wurm in einem wächst. Ich werde nie imstande sein, um das mal zu erleben. Oder Ja. ich fühle einmal das Nachtessen, wenn es fein ist. Das spüre ich einmal noch. Wie ist das in dem Moment, wo du es erfährst, ist das so wie ein Schlag ins Gesicht? Oder wie jetzt ich von dir aus höre, ist man dann wirklich einfach so baff? Nach kurzen Moment fängt man sich schnell oder ist dann so, hey, yo, es geht jetzt weiter, yo. Also ich muss ehrlich sagen, mir ist mir ganz steil vom Herzen gefallen, weil wir uns das so gewünscht haben. Das war einfach so ein pures Glücksgefühl, würde ich sagen. Und wie ist es nachher abgelaufen? Jetzt positiv, beide wissen es, ey, yo, es gibt ein Baby. Wie läuft das nachher ab? Muss man da nachher direkt zum Töchti gehen Sachen abchecken? Muss man da alles einrichten, kaufen? Wie haben die das nachher gemacht? Die haben ja 9 Monate, ich sage immer, wir haben nachher 9 Monate Zeit, bevor da nachher der Endgegner kommt, wie ich ihn einmal gerne nenne, das Baby, der Endgegner. Ja, also... warte, jetzt habe ich einen Blackout. Haben die euch... Fängt das mit der Untersuchung erst so ab dem 8. Monat an oder ab dem 5.? Nein. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Also so die ersten... Ich weiss im Fall, ich kann es da gar nicht mehr so genau sagen, wie es am Anfang genau war, weil irgendwie vergisst man durch die Schwangerschaft auch extrem viel, bin ich auch ehrlich. Aber eigentlich musst du die ersten, ich glaube 2 oder 3 Monate, müsstest du eigentlich gar nicht in die Untersuchung gehen, theoretisch. Okay. Ich bin dann, glaube ab der 6. oder 7. Woche das erste Mal gegangen, einfach zum checken, einfach auch zum realisieren, irgendwie, ja, es stimmt wirklich, weil auf diesen Schwangerschaftstests ist ja manchmal auch noch ein bisschen, kann ja Missverständnis sein, theoretisch, oder? Und ja, dann sind wir in der 7. oder so 8. Woche ist es gewesen, bin ich dann die erste Untersuchung gemacht und dann hat sie es mir bestätigt und eigentlich müsstest du gar nicht vor 3 Monaten eigentlich gar nicht gehen, theoretisch. Und im Untersuch drinnen selber, also wie läuft das? Wird da von Tag 1 jedes Mal musst du so anhocken und wirst da voll geschmiert mit dem Gel und nachher schaut der da umeinander oder wie läuft das dort drin ab? Ja, also die allererste Untersuchung eben so, der Ultraschall kannst du erst, glaube ich, an gewissen
Monate mache, ich weiß gar nicht, ich glaube erst ab dem 3. Monat siehst du etwas mit Ultraschall. Könnt doch gerade mal da unten einschreiben, wenn sie jetzt einen Scheiß schnurrt. Das stimmt nicht, die lügt, die lügt. Dann schreibt doch bitte unten gerade in die Kommentare, ab wann man das machen kann. Ja genau, auf jeden Fall die erste Woche kannst du das eigentlich nicht machen, weil dann siehst du noch nicht gross etwas, dann ist er noch viel zu klein. Dann machst du es eigentlich meistens vaginal, weil vaginal siehst du es dann. Ja. Und dann ist da bei diesen Untersuchungen hat man immer ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich schon dann auch eine Angst, dass wenn man dort hingeht, hey, was ist, wenn jetzt die Person mir sagt, ey, yo, da stimmt etwas nicht, da läuft etwas nicht. Hat man die Angst auch, wenn man mal dort hingeht? Oder ist man dort immer so, ey, gut, das kommt schon gut, das spüre ich ja, wenn etwas nicht stimmt? Ja, also ich würde schon sagen, jetzt von meiner Erfahrung, weil ich halt sehr so eine Gespürige bin, finde ich allgemein, Mamis spüren, wenn irgendetwas mit dem Kind nicht stimmt, habe ich das Gefühl. Und man ist halt auch, gell, sobald man dann Mami wird und die Hormone verändern sich, dann ist es so viele Gedanken, manchmal, wo du eigentlich gar nicht haben willst, die dann plötzlich da sind. Auch ich habe mir dann manchmal Sachen interpretiert, die gar nicht so sind. Aber das ist halt einfach, weil du willst, dass deinem Kind gut geht, oder dass alles super ist, dass er gesund ist. Und dann gehst du manchmal auch vielleicht einmal mehr zur Untersuchung, wie eigentlich das nötig gewesen wäre. Einfach um dein Gewissen beruhigen, um die Bestätigung zu holen, obwohl du ja eigentlich die Bestätigung hast. Oder ich habe sie zumindest gehabt. Aber das ist eh noch ein ganz anderes Pflaster, wenn du Mami wirst. Da verändert sich so viel ein. Was ist so das meiste, wo dich, oder der krasseste Punkt, wo du sagst, hey, das hat sich am meisten jetzt verändert? Vom Nicht-Mami zum Mami-Sein nachher. Was ist da so? Das ist eine Etwas, wo jetzt mir zum Beispiel gerade in den Sinn kommen würde, wo ich mir vorstellen kann, ist einfach, dass das Baby, das kann nichts. Das kann nichts. Das ist voll abhängig von einem. Ja, das ist so. Sprich, es schränkt dich ja ein. Du kannst nicht so, ja, jetzt gehe ich noch schnell in Migo und hol mir schnell ein Käffli. Nein, du musst den mitnehmen. Du kannst nicht einfach jetzt da schnell 5 Minuten, 10 Minuten irgendwo liegen lassen, ohne dass jemand im Raum ist. Also, ich weiss nicht, vielleicht kennst du jemanden, der das macht. Ich zum Beispiel das nicht mache. Sehe ich da einen fairen Punkt, eben die Einschränkung, das klingt ein bisschen krass. Oder wie würdest du dem sagen? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Einschränkung ist, weil wir haben uns das ja gewünscht. Und klar, man stellt sich auch viele Sachen so vor, wie es dann nachher gar nicht schlussendlich ist. Also wir haben uns so viel vorgestellt, wir machen es dann so und so, oder weißt du, hast halt gewisse Vorstellungen und nachher ist es total anders. Und dann eben kommen die Hormone und sonst so allgemein die Verantwortung, die du jetzt plötzlich für so ein kleines Geschöpf hast, kommt dazu. Und dann sieht alles so anders aus. Also, das kann man irgendwie gar nicht beschreiben. Also wirklich erst ab dem Moment, wo man einfach selber älter wird. Wie war das? Das Kind ist jetzt auf der Welt. Es war nachher da. Ist da das schnell gegangen mit so... Ich brauche etwas zum Klopfen. Jo, neuer Mensch, Krankenkasse, Arzt untersuchen, jo, Gemeinde, neues Lebewesen da, ID, Pass. Das ist sicher mit vielen Kostenpunkten verbunden. Ist das schnell gegangen oder gar nicht? Musst du das Kind irgendwo anmelden? Wie hast du das wahrgenommen? Ich habe gehört sagen, das kostet recht viel Geld, eben nur so ein Baby bekommen, weil auch das Baby braucht Krankenkasse. Kleider, Essen und all das Zeug. Gut, ja, also ich finde jetzt nicht, dass so mit extrem vielen Kosten verbunden ist. Es kommt einmal darauf an, was kaufst du alles für Kleider und so. Und ich meine, also wir haben die meisten Sachen schon bekommen. Und ja. meine Mami zum Beispiel, die näht und strickt da selber Sachen. Ja. Also falls so irgendetwas braucht, meldet euch einfach bei mir. Ich gebe Mami schon Sachen zu meinen Auftrag geben. Nein, eben, man braucht am Anfang gar nicht viele Sachen, weil
Also ganz ehrlich, du legst also ich lege ihm immer das Gleiche an. Und wir haben so viele Sachen bekommen, ich kann gar nicht alles anlegen. Ich sehe schon in den Also Kommentaren, weißt- sie legt immer das Gleiche an, es geht nicht, sie muss das waschen. Ja, logisch, waschen wir das. Oh. Sie wäscht es sicher nicht. Sicher. Sie wäscht es Weißt du, wie sicher viel nicht. wäsche ich am Tag? Willst du gar nicht wissen. Du sprichst das Waschen gerade an. Da kommt mir in den Sinn Kötzle, Dreck. Wie handelst du das? Wie gehst du mit dem um? Stinkt eure ganze Hütte permanent? Total Wie nicht. war das so? Jetzt mit dem Wäschen? Ja, du bist halt immer dran mit Wäschen. Also ich bin sowieso, es hat sich nicht viel verändert, weil mein Mann arbeitet als Coiffeur. Und der muss jeden Tag seine Kleider halt zum Wäschen bringen, weil jetzt überall Haar dran und so. Und dann tue ich halt einfach Babykleidchen noch mit rein, mein Gott. Also das ist jetzt Aber ist nicht so, dass sich da jetzt gross was verändert hat oder gemacht hat? Nein, finde ich nicht. Und gerade nach der Schwangerschaft, das Kind ist aus, das ist da, ist man da nachher als Frau gerade wieder so, jo, jetzt läuft wieder, das Teil ist aus, mein Bauch geht zurück, alles wieder top? Oder läuft das anders? Ich habe keine Ahnung von dem. Ja, also, Mein Bauch bleibt gleich, hoffentlich das Leben lang. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft. ja, also es ist schon nicht so. Also ich bin da ehrlich, ich hatte die Vorstellung auch, weil es mir in der Schwangerschaft ja nicht gut gegangen ist. Ich hatte 9 Monate nicht so eine schöne Schwangerschaft. Ja, und dann quasi habe ich das Gefühl, ja gut, jetzt ist ja dann das Baby da, jetzt geht es mir dann super, bin topfit oder alles weg, kann wieder laufen. Ja, nichts ist. Also mir ist 4 Wochen lang richtig miserabel gegangen. Die ersten 2 Wochen bin ich rede ich auch offen und ganz ehrlich über das, weil ich finde, das gehört einfach auch dazu, weil es ist nicht, kaum ist das Baby da, ist alles Hudi und alles ist rote Blüte, weißt du, was ich meine? Ja, es ist dann, also, er ist dann auf die Welt gekommen und dann 2 Wochen lang hat eigentlich nur mein Mann geschaut. Also bin ich ehrlich, weil ich hatte erstens mal die Energie nicht, die Kraft nicht, ich hatte extrem starke Schmerzen vom, ich musste noch einen Dammschnitt machen. Ich konnte 2 Wochen fast, also wirklich nicht laufen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte am liebsten meinen Sohn genommen und gesagt, da, niemand. Ich brauche meine Zeit. So. Also wirklich, für mich war das extrem schlimm gewesen. Und dann machst du dir sonst als Mama schon mega extreme Vorwürfe, weil du denkst, hey, du hast dich eigentlich so auf das Kind gefreut, jetzt ist es da und du willst es eigentlich nur noch abgeben. Und das war für mich am Anfang extrem schwierig, um das auch zu akzeptieren. Und mir auch selber aber die Zeit geben, hey, schau, es ist okay. Du darfst jetzt auch die Zeit nehmen, die Erholung, weil du brauchst die auch. Weil wenn du jetzt da etwas aufbügen und so, wie sagt man? Ja, zurechtbügen willst, wo nicht passt. So, tust du ja dem Kind auch nicht, also der spürt das ja. Die Kinder spüren sowieso, sind so gespürig, oder? Und du übertreibst das auf das Kind. Und er hat dann wirklich 2 Wochen lang wirklich eigentlich geschaut und ich habe einfach in dieser Zeit eigentlich nur gestillt. Und er hat den Rest gemacht. Und das ist auch so ein Thema, Stille. Das war für mich ein totaler Horror. Und da wird auch so in der Gesellschaft heutzutage wird das so schön geredet. Und ich will es jetzt auch nicht schlecht reden oder so, weil jedes Mami soll das selber entscheiden und darf selber entscheiden. Und ich finde, man sollte auch nicht verurteilt werden, was man macht und wie man es macht. Ich finde, das ist ganz wichtig, aber mach du einfach das, was für dich stimmt. Und für mich ist Stillen so keine schöne Erfahrung gewesen, weil es jedes Mal so fest wehgetan hat. Meine Brust war gefühlt so gross und wirklich so gespannt die ganze Zeit. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich musste jede Stunde, auch wenn er geschlafen hat, er ist ein super Baby, er schläft eigentlich 1-2 Mal, mindestens 2 Mal kommt er in der Nacht. Und das ist ja nicht viel. Also, weißt, meistens am Morgen um 1 und dann um 6 Uhr am Morgen oder so wieder. Und, du musst gleich einmal nachher schauen, wie du es machst. Genau, und ich kann dann halt alle Stunden in der Nacht aufstehen, um die Brust auszustreichen, oder? Und auf Tour magst du einfach nicht mehr, weil es so an die Psyche geht. Und da kann jeder noch sagen, ja, dann musst du lernen, dies und das. Wenn es für dich nicht passt, dann passt es nicht für dich. Und seit ich diese Entscheidung noch schon psychisch für mich getroffen habe, hey, ich will shoppen gehen, ich kann das nicht mehr, ist es mir besser gegangen.
10'000 Mal. Und ihm aber auch. Du hast gerade gemerkt, er ist viel ruhiger geworden. Mit deinem Körper checkt das dein Körper das. Also ich stelle es mir so vor, das Baby ist so alt, also das Baby kommt auf die Welt und nachher das ist peinlich, ich habe mal in einer Kita geschafft, aber noch nie auf der Babygruppe. Dann gibt man das Kind wie gestillt, bis, ich kann es nicht mehr sagen, wenn alles supi-dupi läuft, bis wie viele Monate wird so ein Kind gestillt? Ja, das ist ja unterschiedlich. Du kannst ein Kind auch bis 5 stillen. Aber die meisten, also so, was ich jetzt gehört habe, so vielleicht so ein halbes Jahr bis ein Jahr. Und dann, sobald man aufhört, nach so 2-3 Wochen, checkt das dein Körper, das braucht es nicht mehr, kann ich wieder runterfahren. Ja. Und das ist bei dir dann auch passiert. Also das Abstillen war für mich nochmal richtig schlimm. Weil du darfst halt wie nicht, oder du solltest nicht zu viel abpumpen, dann, oder? Weil es wird ja dann Milch produziert. Und wenn du ja wieder pumpst, also ab mit der elektrischen Pumpe quasi, dann wird ja wieder quasi stimuliert, hey, jetzt ist ja wie das Baby quasi dran und dann wird wieder Milch produziert. Und darum musst du dann da die ganze Zeit ausstreichen. Und ich weiß nicht, wie lange es bei mir gegangen ist, vielleicht so 1,5 Wochen oder so, ist für mich nochmal richtig ein Kampf gewesen. Und richtig schmerzhaft. Aber jetzt ist alles wieder gut. Wie ist da, du hast es vorher genannt, eine ganz grosse Säule, da war dein Mann, der dir da voll die Unterstützung gegeben hat. Hat es auch noch andere Leute gegeben, die dich unterstützt haben? Oder gerade in den Social Media, irgendeinen Content-Kanal, der dir zeigt, hey, yo, das gibt es auch, es muss nicht alles perfekt sein? Ja, also ich bin ehrlich, ohne meinen Mann hätte ich das nicht geschafft. Also ich bin ehrlich. Wenn er nicht gewesen wäre, ich wüsste nicht, ich wüsste wirklich nicht. Ich hätte das Kind wahrscheinlich so gemeines tönt, gell? Aber du hast vorher gesagt, weggeben, ja? Ja, ich hätte es am liebsten in dem Moment einfach irgendjemandem gegeben, um aufzupassen, weil ich einfach nicht in dieser Lage war. Und wir haben auch sonst ein sehr gutes Umfeld, das eben geschaut hat, oder eine sehr gute Kollegin, Sarah. Grüße gehen raus, Grüße gehen raus. Nein, also es war wirklich so ein unterstützender Pol für uns beide, aber auch. Die ist zum Beispiel nur schon, dann kommt sie zu mir heim, fängt einfach an, nimmt sie den Sauger, fängt sie einfach an, in der Wohnung rumzusaugen, an kochen, putzen, also ohne dass man sie irgendwie um etwas fragt oder so, und als wäre es selbstverständlich. Und ich finde, das ist einfach nicht selbstverständlich. Also, mir hadert jetzt vor allem die Aussage, ich glaube, jetzt gerade für dich, du dazu hörst, du hörst jetzt wahrscheinlich nur, wie kann man sein Baby weggeben? Ja. Wie krank muss man sein? Und ich muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht, was ich machen will. Ich selber, wo kein Kind, aus einem ganz simplen Grund, jetzt kannst du mich auslachen, mein Schlaf ist mir heilig. Und wenn irgendjemand das Gefühl hat, er muss da in der Nacht brüllen, um mich zu wecken, weil er keine Ahnung was hat, ich drehe durch. Und ich kann nicht verlangen, dass meine Frau immer aufsteht. Das geht nicht. Baby, wenn beide ihren Beitrag leisten. Und darum habe ich für mich gesagt, für den Moment, bis der Gedanke da raus ist bei mir, machst du kein Kind, Maui. Machst kein Kind, bist gescheiter. Und darum, ich glaube wirklich, ich unterschätze, vielleicht überschätze ich ein paar Punkte gerade, wenn man ein Baby hat, und unterschätze ein paar Punkte, wenn man ein Baby hat. Jetzt gerade das, was du mir gesagt hast, nach einer Schwangerschaft, also von allen Leuten, die ich kenne im Umfeld, wenn das Baby draus ist, noch alles top, die Frau geht super, tak, tak. Darum, ich bin ein bisschen schockiert und auch verwundert, warum es bei dir nicht so war. Und darum habe ich dich auch da wirklich eingeladen und habe jetzt schon mega viele neue Inputs und Sachen gehört. Also eben, ich will das jetzt ja nicht verallgemeinern. Ich rede einfach immer nur aus meiner Situation, weil es gibt ja auch Frauen, die nach der Geburt, denen geht es super. Weißt du, was ich meine? Genau. Und ich habe jetzt einfach die Erfahrung dürfen machen, dass ich jetzt halt die Heilung oder die Zeit wie gebraucht habe, um wieder auch zu mir zu kommen. Und ich meine, gell, so ein Dammschnitt, also, der ist so gross, musst du dir vorstellen. Und nur schon dann da unten, dann kannst du nicht sitzen. Also ich habe fast 3 Wochen nicht sitzen. Ich bin immer so irgendwie so gelegen. Ja. Weißt, und dann eben dann mit dem Stillen noch. Und dann, weißt, man unterschätzt, also ich bin ehrlich, ich habe das selber unterschätzt. Ich habe gedacht, ja, das wird ein Pipifax, wenn es da ist, oder? Aber man unterschätzt es wirklich, weil du hast so viel Hormon. Und du musst dir vorstellen, du hast in der Schwangerschaft so viel Hormon, oder?
Und dann kommst du das Kind über und dann tun sich auf dem einen auf den anderen Tag die Hormone um 180 Grad drüllen. Das heisst, Ich habe keine Ahnung. bin da ehrlich, Muss hören, ja. ich bin 2-3 Wochen fast in einer Depression gewesen, weil es mir eben so schlecht gegangen ist. Es kommt alles miteinander und mir ist dann einfach alles miteinander auch viel zu viel geworden. Auch wenn er so er ist so ein Anfängerbaby, wirklich, er ist so ein toller, er ist so ein Goldengel, aber gleich, es verändert ja einem so unheimlich viel. Und das habe ich echt unterschätzt, extrem. Und was würdest jetzt du gerade jungen Mamis oder angehenden Mamis für einen Ratschlag mitgeben? Wenn du jetzt denen etwas wünschen oder sagst, hey, wenn der Punkt kommt, mach das und das, was würdest du denen da am gescheitsten raten? Ich würde einfach sagen, hey, los auf dein Gefühl, weil du machst schon das Richtige und lass dich wirklich nicht von anderen Meinungen beeinflussen. Ich finde, das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Und was soll ich sagen, mir ist gerade noch etwas in den Sinn gekommen. Der Punkt mit dem, eben, dass man mehr auf sich selber hören sollte, finde ich ganz, ganz einen guten Punkt. Hätte ich mir auch vorgestellt, dass so etwas kommt. Also Und, ja genau. Und du solltest, oder probier nicht zu viele Erwartungen zu haben, wie es kann sein, quasi, wenn das Kind da ist. Oder? Weil, also ich habe nicht jetzt Erwartungen, vielleicht schon, kann man schon auch so nennen, aber ich habe mir schon Vorstellungen gehabt. Und eben nachher ist es da und du musst jetzt erst mal ein Kind kennenlernen. Wie ist denn das überhaupt, oder? Und dann baut sich das von Tag zu Tag auf. Und wenn du dann da gewisse Vorstellungen hast und Erwartungen und nachher werden die nicht erfüllt, dann machst du noch mehr Vorwürfe und hin und her, verstehst du? Darum einfach die Erwartungen loslassen, probieren in dem Moment jetzt mit dem Kind leben, ihn probieren oder sie probieren kennenlernen und dann kommt das Schritt für Schritt. Aber man darf sich auch die Zeit nehmen und man muss nicht so... Verstehst du? durchgetaktet. Ja. Ui, nein, ja, dann wäre momentan wirklich ein Baby für mich gar nicht. Weil ich habe wirklich das Gefühl, so zack, zack, Zeitplan, zack, 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 zack. Aber es ist ein guter Ratschlag, ja. Und dann kommt es auch noch darauf an, wie ist dein Kind, oder? Jedes Kind ist wieder anders. Ja, oder? klar. Eben. Und dann musst du dich halt wirklich deinem Kind dann auch ein bisschen anpassen und einen Weg miteinander finden. Ich sehe, die Zeit ist am Rennen. Eine Frage hätte ich noch im Repertoire. Jetzt gerade das Baby an sich ist jetzt da. Ich bin der festen Überzeugung, das Baby verändert auch noch mal die ganze Beziehung, wo man zueinander steht in dieser Partnerschaft. Wie ist das dort? Ich stelle mir auch sehr darunter vor, wenn man ein Baby hat. Gerade jetzt alles, was da hinter geschlossenen Türen im Schlafzimmer passiert, das schränkt es brutal ein. Da läuft nichts mehr, weil eben das Baby ist rum, das brüllt und nachher haben wir da auch etwas gespürt, dass er da die Zärtlichkeit miteinander nicht mehr können so machen wie früher noch. Oder ist das so, das Baby checkt nichts und wenn es schreit, dann können wir da hören und so. Wie ist das? Ja, also es ist schon momentan noch so ein bisschen zweitrangig, bin ich ehrlich. Bis man halt auch gerade mal so ein bisschen Routine gefunden hat. Und ich meine, eben, wir lernen jetzt ihn zuerst mal richtig kennen. Und ich denke, das hat jetzt irgendwo durch auch wirklich die Priorität, oder? Und gleich ist aber auch wichtig, dass man sich Zeit auch für sich nimmt, oder? Und das probieren wir auch. Es ist zwar nicht so immer so einfach, aber ja, es braucht halt einfach Zeit. Hey, wir sind top in der Zeit. Ich würde gerne am Schluss noch fragen, was wünschst du dir von der Gesellschaft? Wenn du da etwas ändern könntest am ganzen Bild von der Schwangerschaft oder auch wenn das Baby da ist, was würdest du dir da wünschen von der Gesellschaft? Was soll sich ändern? Oder soll es genauso bleiben, wie es jetzt ist? Kann ja vielleicht das sein. Ja, ich finde einfach, man sollte allgemein, vor allem immer die Leute haben immer seinen Senf dazu zu geben, die selber nicht älter sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich bin aber ehrlich, ich habe davor immer so gedacht, ja, also, wieso hast du ein Problem mit dem Stillen? Also, weißt du, so. Aber wirklich einfach kein Vorurteil haben, egal was du für eine Mami bist, wie es du machst. Lass einfach
lass einfach die Eltern so ihr Ding machen, wie sie es machen. Die machen das schon richtig. Ich meine, das Kind hat die Eltern genau aus einem bestimmten Grund ja ausgesucht. Also sind das ja auch die richtigen und guten Eltern für das Kind. Egal, ob jetzt du stillst, ob du shoppen gehst, ob du keine Ahnung, was du machst. Schlussendlich muss es für euch zwei stimmen und das ist das Wichtigste. Und egal, was jetzt das Mami und das Mami sagt. Also weißt, schlussendlich, die Mütter können auch die Schlimmsten untereinander sein, bin ich ehrlich. Also, weißt du, so, ja, mein Kind kann schon das und das ist aber so weit und bla 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 bla. Und du denkst so, hey, mein Gott, jeder in seinem Tempo. Das darf ja auch noch Kind sein, finde ich. Mega, mega schöne letzte Worte, Michelle. Ich habe an dieser Stelle für dich noch etwas Kurzes. Ein oder andere schaut jetzt wahrscheinlich gerade so sein Handy und so: «Hä? Die Frau kommt mir irgendwie bekannt vor.» Das kann vielleicht sein, weil du, wenn du jetzt unseren Account ganz runterscrollst und die zweite Folge anschaust, dort hockt auch eine Frau, die gefühlt genau gleich aussieht wie sie. Und das sind nämlich, das kommt wahrscheinlich in den Sinn, Zwillinge. Genau. Darum jetzt, vielleicht hat sich das ein oder andere Fragezeichen jetzt gelöst bei euch. Das wollte ich noch geschwind sagen. Dann wollte ich auch noch sagen, checkt unten in der Bio unbedingt unsere Sponsoren ab. Alcantara Atelier, JC Skills, mein Bruder, der Haare schneidet. Das wunderschöne Kaffee, den wir immer aufnehmen können. Die sind wirklich seit Tag 1 bei uns den Weg am Gehen, uns am Helfen, schauen, dass es läuft. Grosses Dankeschön nochmal an euch. Und jetzt kommen wir mal wieder zurück zum eigentlichen Thema. Michelle, danke viel mal, bist du da gewesen. Mega spannend, mal wirklich nicht so die Sonnenseite gesehen, wo man da immer sieht bei allen, es läuft, mein Kind kann kriechen, sondern auch mal eben so ein bisschen düstere Sachen. Und ich habe mega viel Neues mitgenommen. Danke viel mal, bist du da gewesen. Ja, danke, habe ich kommen. Wenn ihr Michelle mehr verfolgen oder so, ich habe sie auch noch ein bisschen abgecheckt. Ich habe sie ein bisschen gestalkt und so. Auf ihrem Insta tut sie recht viel Einblick zeigen, wie sie so läuft, was sie so macht und so. Und wenn vielleicht du auch eine Mami bist, wo mal ein bisschen sieht, wie es Michelle so macht als Mami, oder wenn du sie kontrollieren willst, dann check doch mal ihr Insta ab. Ich hoffe, sie lässt es mir da. Kann ich es euch unten verlinken. Dann könnt ihr das abchecken. Michelle, hast du auch noch etwas? Nein, ich glaube, für mich ist es gut. Danke vielmals, dass ich kommen durfte. Merci, bist du gekommen. Ja. Danke. Danke dir. Dann sehe ich dich nächste Woche. Und bis dahin, schöne Woche und knacken wir die 10.000. Abonnieren, Glocke aktivieren. Tschüssi.